Radio OKiTALK. OKiTALK. Radio OKiTALK. OKiTALK. Von Mensch zu Mensch. Ja, herzlich willkommen, OKiTALK.news, heute am 12. April. Ja, heute ist eine ganz besondere Sendung. Wir haben hier heute ein magisches Dreieck, kann man schon bald sagen, von Deutschland bis nach Hawaii. Hawaii, dann Richtung Peru, wenn ich es richtig verstanden habe, und Paraguay, das bin ich heute. Erstmal willkommen. Und es heißt heute Marion Mopua Cann. Sie spricht heute mit uns aus Hawaii. Und was uns heute erwartet, das wird uns jetzt, glaube ich, die Marion ein wenig erklären. Welcome here on OKiTALK.news. Marion, please. Hallo meine Lieben, ich bin so froh, dass ihr da seid. Und wir haben heute die Mermaid Mopua Cann hier. Und sie ist nämlich im großen Ozean geboren, weil sie eine Mermaid, eine Meerjungfrau ist, eine Nymphe. Und ist dann nach Hawaii gekommen. Der Ozean hat sie nach Hawaii gespült mit ihrem Mann. Und jetzt erzählt sie uns, weil sie hat sich irgendwie total eingelebt in diese Mythen von Hawaii. Und als ob sie aus dem Land wäre, aber sie ist eigentlich aus dem Meer, weil sie ist ja eine Meerjungfrau. Und sie wird uns ganz viel erzählen, auch mit dem Muschelhornblasen. Und dann haben wir noch den Patrick dabei, der ist ja in Peru und der macht nicht Übersetzung, sondern er macht Herzenssprache aus dem, was die Mopua sagt, in Deutsch. Die Mopua spricht nur Englisch. Okay, so herzlich willkommen heute. Die Marion freut sich sehr, dass wir da sind und dass Mopua heute mit uns ist. Mopua nennt sich eine Meeresjungfrau und das ist in der Tradition ihrer Familie. So irgendwie, sie ist geboren im Meer und obwohl sie nicht in Hawaii geboren ist, das Meer hat sie nach Hawaii gebracht, zusammen mit ihrem Mann, der Jamaikaner ist. Und so Mopua hat sich eingelebt in diese Traditionen und mystischen Gegebenheiten von Hawaii und den alten Traditionen, die zurückgehen bis zu Lemuria und zu Mu. Und so, wir freuen uns alle heute, mit Mopua zu sein und diese Erfahrungen zu machen, die direkt aus Hawaii kommen, von der großen Insel. All right, Mopua, I help you a little bit. She was introducing you as a mermaid who was actually born in the sea and eventually landed at the beaches of Hawaii and really got into the myth and the beauty of Hawaii, the aloha spirit, but as well as the background in Lemuria. So she's very happy to welcome you today so that we can share with the audience what you are doing and what this is all about. Mahalo and aloha to everyone. Sending much, much love, which in my understanding is the most powerful force in the universe. So, aloha. So Mopua grüßt uns mit Aloha und Aloha bedeutet eigentlich mehr als Liebe, die Energie der Liebe, die uns Herz zu Herz verbindet. Und auch meine Übersetzung ist nicht eine Übersetzung, sondern die Sprache des Herzens, die ich in andere Sprachen bringe. Und so Mopua freut sich heute mit uns zu sein und uns diese wunderbaren Herzenssprache und die wunderbare Kultur, die mystische Kultur von Hawaii mit uns zu teilen. Der Geist von Aloha, aber auch von Mahalo. Das Danke, das von dem Herzen kommt. Yes, thank you, danke, and muchas gracias for having me here today. And thank you to Marion for adding to the multidimensional mermaid mythology. So, Mopua freut sich, dass sie heute da sein kann und mit euch diesen Platz teilen kann. Und sie freut sich, dass Marion diesen multidimensionalen Platz von der Meeresjungfrau weiterbringt und mit euch allen teilt. And I am a multidimensional mermaid who is also following my spiritual calling to be a practitioner of Hawaiian culture, this culture of love.
Und so außer einer multidimensionalen Meeresjungfrau zu sein, sie praktiziert die Kultur von Hawaii und wirklich die Kultur der Liebe, die wie eine Geburt von Hawaii. And I also bring my ancestral heritage. I have a mixed tribal heritage that includes European cultures as well as the tribal people of the Cherokee, the Tigua, and also Mexican ancestry, which we call Mexica. So, sie bringt mit sich auch die europäischen Ursprung, aber auch verschiedene Stämme aus Nordamerika, wie die Cherokee, was aus Mexiko. What was the other one apart from Cherokee? Tigua. Tigua. So, sie bringt alle diese verschiedenen Stämme, diese Ureinwohnerstämme mit sich auch. Und sie hat das alles nach Hawaii gebracht, um es zusammenzubringen. And I'm following my calling to perpetuate. That's a really important word here on our islands, to perpetuate the ancient culture and the ancient knowledge that each of us, if you're a two-legged walking on earth, in this what I like to call the earth walk dream that we really experience from in here, if you're two-legged walking on this earth, then you also have an incredible lineage of knowledge that is actually in our very DNA, in our cells. So I'm one person, one mermaid, who is waking up to remembering, oh, right, there's a way to be happy here on earth. There's a way to live long and healthy life here on earth that might be different than what we were taught in school or by this, what my kumu taught me is called the fault-finding society. Yes. Good luck, Patrick, with that one. Yeah, I will be trying that. So, für Mopua, sie geht in dem Leben wie in einem Traum. Und sie sagt, das machen wir eigentlich alle. Oder wie ihr Lehrer sagt, wir sind eigentlich in einer falschen Realität. Weil es geht nicht darum, was wir in der Schule lernen und was uns gesagt wird. Es geht darum, dass wir unserem Geist und unserem Herzen folgen und dass wir die Verbindung haben zum Land und zu der ganzen Energie und der Liebe, dass wir die Traditionen von den Einheimischen in Hawaii, aber alle Traditionen wirklich, dass wir die zusammenbringen. Und das ist wirklich ihre Mission. Und in Englisch das Wort, das wichtig ist für Mopua, ist perpetuate. Und perpetuate eigentlich bedeutet, dass man das weiterbringt, dass man das nicht nur für sich selber hat, sondern dass man das ständig teilt und weiterbringt in die Welt. Keep it going. Don't let it die. We're gonna keep it going. Und das bedeutet nicht nur, dass du ein Mensch bist, der auf zwei Füßen geht, sondern dass du diese Liebe, diese Tradition, diese Weisheit, dass du die bringst in alles. Zu den Tieren, zu den Pflanzen, zu der Energie, zu allen Elementen, dass du ein Teil davon bist, der das weiterbringt, der das weiterträgt. Und zu allen Zuschauern, zu allen unseren Zuschauern. Genau, und das ist so schön, dass ihr heute das alles mit unserer Mopua erleben könnt. Dieses Teilen, dieses Weiterbringen. Das kommt nie zu Ende, das ist unendlich. Perpetuate, das ist immer. Und das geht immer weiter. But we make a move, a small move from black to gold. Yes, before we started the move. Pardon. It's possible? It's possible? Yes. Yes? Everything's possible. Everything's possible. Perfect. Okay, I started Black to Gold. It's a good cinema film for everybody in the world. It's a good message you can look in. Yes, have fun. Okay. Also das Ding hier geht raus an alle, die man noch schwarze Schafe nennt. Wenn alle in eine Richtung laufen, dann geht es eben da auf den Lastwagen und dann fährt zum Schlachthof. Ich habe mich in der großen Familie immer als Einzelkind gefühlt. Die
Veränderung kommt erst dann, wenn der Schmerz größer ist als die Angst vor der Veränderung. Wir sind ja nicht die Spielverderber. Wir ändern einfach nur das Spiel. Also ich habe 3 ganz klare Werte. Liebe, Wahrheit und Mut. Ich kann nur sagen, es fühlt sich häufig an wie so ein Vertrag, den ich irgendwann mal unterzeichnet habe als Seele. Nur sind es dann halt ganz wenige, die auch den Mut haben, sich aus der Menge zu lösen und zu sagen, jawohl, ich gehe diesen Weg. You stand your ground for what you believe in. Ja, ich denke, ich freue mich immer auf diese Werbung. Also es ist ja keine Werbung in dem Sinn, sondern eine Information, weil das so ein schöner Film ist. Ja, das wollte ich jetzt als erstes sagen. Und dann, yeah, Mopua, she's always happy when she sees this advertisement of that movie, because that film is really about how we are shifting from being a black sheep in society to become gold, because we are changing the world. So Marion, of course, loves that, because this is where we are all at. We are no longer black sheep in society. People can see who we are, and we are awakening. Yes, yes. In fact, it's coming to me so clearly to say that the most important person in this broadcast is you, the one listening, the one watching right now, your inner spirit. You're the most important, because you're the center of your creations, of your experience, of your life. You're the center. So how you are today, let what we're sharing, if you're willing and it resonates with you, really let it in, because we are just reflections of you. So the things that you feel happy or make you feel joyful, those are the things to bring more into your life. That's how I came to be blessed to live on this beautiful island and to have the honor of tending to these plants, is by following the lightness in my heart. And it's not always easy to follow that, because we are the trailblazers. We're the path makers out of an upside down world where love isn't put at the highest priority, where money sometimes becomes more important than our love and our relationships. So if you feel alone out there and you resonate with some of these things, and I just feel on my heart that maybe you might be feeling sad, that how life could be, what Charles Eisenstein calls the more beautiful world we all know in our hearts is possible. Even when I look out some days and I see that there are examples where that isn't happening, just know that we're here because we know that we're not alone, and we're here to share with you. That's one reason I'm here, is to be an example that you're not alone in what I like to call being heaven, in Ho'okalani. So we can all do our part to bring heaven here by being kind to ourselves and loving ourselves. Marion. Let Patrick translate. Yes. So es ist so schön. Es geht eigentlich heute um dich. Es geht nicht um irgendjemand hier, den du jetzt siehst auf diesem TV, auf dieser Sendung. Es geht eigentlich um dich. Es geht um dein Herz, es geht um deinen Geist, es geht um dich drin. Wie du dich heute fühlst, wie du fühlst, dass du leben kannst. Wie du leben kannst in einer Welt, wo die Dinge vielleicht umgekehrt sind. Wenn die Liebe das Wichtigste ist und das Herz, aber wir oft Sklaven sind zu dem Geld oder was immer anderes so wichtig scheint. Und so, es ist schön, dass wir heute bei dir sein können. Und Mopua sagt dir, es geht um dich. Wir sind nur Spiegel von dir. Wir sind nur Reflexionen, die eigentlich zu dir sprechen. Es geht um dich. Es geht nicht um uns, weil du
Du und wir sind alles, was ist. Und das ist, was Mopua auch sagt, das ist, wenn man den Himmel hier auf Erden hat, dass man einfach in sich selber gehen kann und diesen Himmel fühlen kann, diese Liebe, dieses Herz, dass wir wirklich alles sind. Auch wenn die Welt aussieht, als ob es drunter und drüber geht, wir sind hier und wir sind hier gemeinsam im Herzen, im Himmel. Und wir sind jetzt hier auch, weil, wie soll ich sagen, der Klaus erlaubt uns, diese Sendung von Liz-Quantum TV zu streamen. Und ich danke ihm wirklich ganz, ganz, ganz von Herzen, dass er so eine Plattform bietet für uns, wenn wir solche Botschaft in die Welt tragen wollen. Und wir hatten vorher über das Botschaft in die Welt tragen gesprochen und da gibt es im Indischen, sagt man da, Parampara Praptam. Das ist nämlich ähnlich wie dieses Wort, was die Mopua benutzt hat. Das ist einfach die Weitergabe vom Lehrer auf den Schüler, vom Lehrer auf den Schüler, vom Mensch zu Mensch, von Mensch zu Mensch. Und das sind einfach diese tiefen Geheimnisse, die jetzt alle nach oben kommen. Und weißt du, Mopua, du kannst dieses wunderbare Ritual vielleicht machen, wo praktisch dieser Anfang von unserer Sendung nochmal so gewürdigt wird. Mhm. Okay, so Liz is also referring to some Indian traditions where they talk about the knowledge and the wisdom coming from the teacher to the student. And of course, for you and for me, it's more, the wisdom is everywhere. It's already inside. But still, it's very beautiful that we're here together. And we also want to honor, of course, Klaus, who has this platform to make this TV show possible for us all today. And Liz is inviting you, if you could do this beautiful chant again, because she really loves it. So we can all come here together to share this beautiful spirit that you're sharing with in the echo. I should remember it. Your beautiful That's chant. okay. Eho mai. Eho mai. I'm not so far away. No. Yeah, Eho mai. So if you could please the Eho mai again as the beginning of this connection that we have with each other, heart to heart, for anyone who is listening and who is watching right now. Could you do that, Mopua? It's my pleasure to do that. And anytime I share this chant, I share it in humbleness, being very grateful that it was taught to me by a kumu of Hula. And I share as myself being blessed to live here in this island, rather than as a representation of Hawaiian culture as a whole. I'm giving you the Mopua window into the culture that speaks to my soul, one of them. So, wenn jetzt die Mopua mit uns diesen wunderschönen Chant teilt, dann ist das Fenster von der Mopua in die Kultur, in das Wissen, in die Weisheit von Hawaii. Sie hat das auch nur gelernt und sie folgt nur dem Wissen und der Weisheit, das sie in sich hat und der tiefen Verbindung, die sie hat mit der hawaiianischen Kultur und der hawaiianischen Weisheit. And I share this with the understanding from my heart to you listening and watching, wherever you are, that we are all teachers and we can all be students of each other. We're all teachers and we're all medicine people. We are medicine for each other as we learn to be our authentic self, not the self that you were taught that you are, but the true you. This is who I'm chanting with and for. So Mopua chantet für uns vom Herzen, von ihrem Herzen zu deinem Herzen, zu dem, wer du wirklich bist, deinem wahren Selbst, nicht die ganzen Masken und all diese Geschichten, die du trägst, sondern was sie jetzt zu dir bringt, ist wirklich von ihrem Herzen zu dir, ganz speziell, weil wir sind in diesem Herzen alle zusammen. So, genieße mit uns diesen wunderbaren Chant. And I know it's like, without further ado, I will chant. It's important, though, I feel, that we join together in the breath of Ha
here on our islands, the ancestors call this breath, this is your life breath, your, and you can use your voice too if you want to make it a ha, or just a ocean sound. So, es ist ganz wichtig, dass du ein Teil bist von diesem Chant. Ja, die Mopua, die macht dieses Lied, aber es ist wichtig, dass du ein Teil bist mit deinem Atem. Und in Hawaii, der Atem, das ist der Ha, so das Ausatmen. Und das ist auch der Klang des Ozeans. So, komm mit uns zusammen in 4 Atem, zusammen mit der Mopua und uns, in deinem Atem von So, komm mit uns. And the meaning of this chant, the words, it's very challenging to translate Hawaiian into English or any other language, because Hawaiian language is a unifying language. And English, for example, is a distincting, making separation language. Yes, no, you, me, different, right? Whereas Hawaiian is we're together. And then I will say what the meaning is. Ja, so es ist nicht einfach, das zu übersetzen, nicht nur von Englisch in Deutsch, aber es ist auch schwer von Hawaiianisch in Englisch zu übersetzen. Die meisten Sprachen, Englisch hier particular, aber ich glaube auch Deutsch, es geht immer um ich und du und Dinge zu trennen. Aber die hawaiianische Sprache ist, um Dinge zusammenzubringen. Und so, es ist nicht so einfach, das wirklich gut zu übersetzen. Aber es ist wichtig, dass wir unsere Herzen öffnen zu der Bedeutung, die die Mopua für uns bringt und was mein Herz zu dir bringt. And in that understanding that we're all unified, if you look up Eho Mai on YouTube, you might find different versions. It might sound different than what you hear. I just want to say from my heart, they're all correct because they come from a lineage of a people who it was made illegal here through colonization to do these practices back in the 1900s. And so in hiding, things change through the lineage, right? Because not everyone could come in community and do the chant together. So as those things changed, they're still correct. It's just each of us as medicine people, we're carrying on our own lineage as best as each of us can. So thank you for bearing with me and being patient. Ja, danke, dass ihr so geduldig seid, weil es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir sind alle Medizinmenschen. Wir haben alle die Medizin des Herzens. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass alle Urvölker in der Zeit von Kolonisation wurden von ihrer Sprache und von ihrer Weisheit und von ihrem tiefen Wissen wurden die getrennt. So, wenn du Mahoe eingibst in Computer, dann kannst du viele verschiedene Bedeutungen finden. Aber das macht nichts. Es ist alles richtig. Wir müssen verstehen, dass die Menschen getrennt worden sind von ihrem Ursprung, von ihrer Weisheit, von ihren Liedern für manchmal Hunderte von Jahren. Das stimmt auch für Peru und das stimmt für viele andere Länder, aber auch natürlich jetzt für Hawaii. Und so, Mopua sagt nicht, was richtig oder falsch ist, weil Hawaiian ist die Sprache der Verbindung, des Gemeinsamen, nicht der Trennung. So, was immer der Geist und was immer das Herz vorbringt, das ist okay. Und es ist wichtig, dass du diese Sprache und dieses Lied siehst von dem Ursprung und von der Weisheit des hawaiianischen Sprache, die Dinge zusammenzubringen. It's like the way your mother made eggs might be the right way to you, but that doesn't mean it's the wrong way if someone else's mother makes them a little differently. You're still getting fed. Es ist also, wie deine Mutter dir Eier gemacht hat, das ist richtig für dich, aber das heißt nicht, dass wie andere Leute Eier machen, dass das nicht richtig ist. Oder wie ich gar keine Eier isst. Auch okay. And if you're vegan, then again, you're also right and welcome. We all have these issues of being in a two-legged body. Ja, so es ist wichtig, dass ihr nicht die Trennung seht, sondern dass ihr die Verbindung seht. The meaning of this chant is
bring to me. I open to receive. Ja, so dass die Bedeutung für Mopua ist von dem Chant, bring zu mir. Ich bin offen für was zu empfangen. All of that in Eho Mai. Alles in Eho Mai. Das bring to bedeutet, me, dass I open to receive. Ich bin offen, dass ich was erhalte. Ich bin offen, ich empfange. And Marion, the means here now. So, das bedeutet jetzt hier. Seid ihr alle da? Jetzt hier. Jetzt hier. And if you give me the opportunity to chant Eho Mai in the future, I promise I can do it without such a long intro. Und this is special for today. So, diese Einleitung und diese Verbindung, die wir heute machen, ist sehr speziell und deswegen ist es sehr lange. Aber ich jetzt als Patrick, ich fühle, dass diese Einführung in die Kultur, in die Verbindung der Sprache, in dem Offensein zu empfangen, das ist heute sehr, sehr wichtig. So, wenn ihr das nochmal hört, vielleicht ist es kürzer. And what are we bringing to us? Und was bringen wir zu uns? Eho Mai. The ancient knowledge, how to live happy on earth, maybe? Ja, das alte Wissen, wie man glücklich und in Harmonie lebt hier auf der Erde. And in the chant, the word is the sacred or hidden, like so special it's hidden, meaning of the songs, na mele, the songs. So, na mele ist das Heilige, aber auch das verborgene Wissen im Lied, im Klang. And that is metaphorical, of course. You might want to understand all the meaning of the ancient Hawaiian songs, na mele, that's great. And you might also expand as you hear these chant to understanding the song of your life and how it blends with the song of my life and others' life and those in driving down the road who cut you off life, all of it, to bring to me the meaning. Ja, so dass wir diese Bedeutung wirklich finden in dem Lied, in dem Klang. Und das ist egal, wer das jetzt singt und wie das zu dir kommt. Das Maholele, der Klang, das Lied, bringt uns eigentlich alle zusammen. Und das ist der wichtige Punkt. And this chant's author's name is Auntie Edith. She is with the ancestors now. She was a renowned teacher. And so with all respect, I always do mention that this chant came through Auntie Edith as a gift for all of us. So die Auntie Edith, also die Tante Edith, die hat dieses wunderschöne Lied für uns gebracht. Und die Mopua ist ihr sehr, sehr dankbar, dass sie dieses Lied gebracht hat zu uns. Sie ist schon mit den Vorfahren, aber trotzdem ihre Vibration, ihre Liebe, ihr Herz und ihr Lied sind immer noch hier. And it's a chant for the beginning of anything so that we can leave aside whatever isn't serving us and we can really be our pure, authentic self in the learning and the exchange. So, wenn wir jetzt dieses Lied hören, es geht darum, dass wir einen Anfang finden. Den Anfang in dir. Den Anfang, den du wirklich bist. Ah, your rose, how beautiful. So, dass du diesen Anfang in dir findest. Es geht um dich, dass du dich öffnen kannst, dass du dein wahres Selbst finden kannst, wie in der schönen Rose, die dir Mopua gerade gezeigt hat. Okay, here we go. Here we go. 4 breaths first, then you'll hear the chant 3 times, every time about a half octave higher for those who are into music, Okay. sound. So, atme mit uns jetzt 4-mal auf das H und dann singt die Mopua dieses Lied 3-mal und jedes Mal in einer höheren Oktave, halben Oktave höher. And you might hear my doggies chanting along. Ja. Okay, 4 breaths. Here we go.
E o mai kai ke mai luna mai e. O na mea huna noeau. O na mele. E ho mai. E ho mai. E ho mai. E ho mai kai ke mai luna mai e. O na mea huna noeau. O na mele. E ho mai. E ho mai. E ho mai. E ho mai kai ke mai luna mai e. O na mea huna noeau. O na mele. E ho mai. E ho mai. E ho mai. And we've now left anything that isn't serving us. We've left it at the door, so to speak, as we enter in to these next moments together. Mahalo, deep gratitude. So Mahalo, tiefe Dankbarkeit für Mopua. Und weiß jetzt, dass du hast alles zurückgelassen, was dir nicht nutzt, was schwer ist in deinem Leben. Du bist jetzt leicht und bereit für das Nächste, was jetzt kommt. Du bist du. And this we have accomplished with our breath, with that something that we all carry within us, our life breath, and our voice and listening, but especially that if you feel different now than before the chant, it is partly because of the life breath that we share together. So, was wir jetzt geteilt haben, ist der Atem des Lebens. Du hast mit uns gemeinsam geatmet, du bist ein Teil davon. Und das Lied und die Stimme, kannst du hören. Und so, wir sind hier gemeinsam. So, genieße diese neue Energie, die du fühlen kannst in deinem Atem, in Mopuas Stimme und in deiner Möglichkeit, das zu hören und du sein kannst. Marion. Darf ich dich bitte fragen, liebe Mopua, ob du das Muschelhorn jetzt noch im Anschluss spielst, weil wir jetzt so eine heilige Stimmung haben. So she's asking you if you could play the horn because she really would love to continue that sacred space that we are in right now. You touch my heart. Yes, of course. Yeah. I'm happy to. This is a pu. Any wind instrument is in Olelo, Hawaii, in this language, is called pu. Yeah, so alle Instrumente, die man spielt, was man die Windinstrumente nennt oder die Blasinstrumente, die heißen in Hawaiian pu.
Und das ist natürlich eine ganz besondere Muschel, die sie spielt. Big poo for my husband, Aha. small kind for me. So, sie hat den kleinen Po und ihr Mann hat den großen Po. And I will flow this to the 4 directions. Frag deinen Mann, ob er auch mitspielt. Or 7? Frag deinen Mann, ob er auch mitspielt. Can Jeremiah play with you? Mopua? Oh, of course, I'll ask him. I bet he would love to. He's not dressed for the interview, but let me get Jeremiah. So, vielleicht kriegen wir jetzt den Jeremiah, den Mann von der Mopua, dass die gemeinsam das Muschelhorn spielen. Und sie wird dieses Muschelhorn spielen zu den 4 Richtungen. So, in allen schamanischen Traditionen ist es sehr wichtig, dass man einen heiligen Platz öffnet mit den 4 Richtungen. Also hier fangen wir an mit dem Süden, in den Westen, in den Norden und in den Osten. Es sind verschiedene Bedeutungen, aber eigentlich ist es immer das Gleiche. Wir öffnen uns zu allen Richtungen, aber auch unter uns, zur Erde und zum Himmel. So, Mopua und wahrscheinlich auch Jeremiah werden für uns gemeinsam diese wunderschönen Muschelhörner spielen, die sehr traditionell sind für Hawaii, aber auch für viele andere Traditionen. Und wie gesagt, das sind die Instrumente des Winds, aber nicht nur des Windes, sondern eigentlich unseres Atems. So, ich spiele selber natürlich Flöten und vielleicht irgendwann mal so ein Horn und so. Ich weiß, wie wichtig das ist, dass man diesen Atem in das Instrument bringt. What is he saying? Is he playing? I'm afraid I have to leave you in suspense for next time on that. He was so concerned that he didn't want any extra noise for our interview that he left the property. Oh. So, leider kann er nicht mit uns spielen, weil er wollte so ruhig sein für dieses Interview, dass er eigentlich gar nicht zu Hause ist jetzt im Moment. So, leider können wir nicht gemeinsam spielen. I don't think my flute would match with your horn. I don't know. Should I try a flute with it? You're welcome to try it. Okay, ich komme in einem Moment. Yes. Wir versuchen. Let's do a test so we can ask Marion how it sounds. What do you think, Marion? No test, no test. No test, just go for it. Okay. Yes. Okay. Öfter mal was Neues. Der Hummingbird, der Kolibri, vielleicht spielt mit. Ich versuche, ob das passt. It's a hummingbird flute. Kanikapu. Kanikapu. Mahalo. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Mopua. Und ich glaube, wir sind jetzt so erhoben vom Gefühl her. Da komme ich mit meiner witzigen Art gar nicht so an, wahrscheinlich. We are in such a high space now, in such a high dimension and consciousness that it's really, she doesn't know what to do right now. No, I know. Yeah, that's great. Oh, yeah, that's So great. wherever you are, we're blessed that we have earth. We have earth, right? Wo immer In the form du, of stones, wo soil. immer
Ja, wo immer du bist, wir sind alle sehr, sehr gut dran, weil wir haben die Erde, die Steine, the stones, die Erde. So something we could all do later, tonight or tomorrow, today, if you have time, is we could all take this high vibration, this feeling, this frequency, and just lay your hands on the earth. Mhm. And So- it will create a grid of light and love for each place where we lay our hands with intention. Yes. So, Mopua lädt uns ein, dich, dass du, wenn du heute Zeit hast oder morgen, ich weiß, in Deutschland ist schon spät, wenn du die Möglichkeit hast, deine Hände auf die Erde zu legen, oder ich habe hier mein Herz, das kommt aus Neuseeland, wenn du deine Hände auf die Erde legen kannst oder was dich mit der Erde verbindet, dann kannst du immer wieder in diese hohe Energie kommen, die du jetzt erfährst mit Mopua. And you don't even need to collect anything. This was given to me from the place where the beach where my husband and I were married, as we were cleaning the month before, one moon before. My hula sister found this and gave to me. Go ahead, Patrick. And so es geht nicht darum, was du hältst. Es geht darum, dass du dich verbindest, dass du eins wirst mit der Erde. Ob das ein Stück ist von was immer, ist nicht interessant. Woher Mopua dieses wunderschöne Herz gekriegt hat. Sie hat auch am Strand geheiratet, ihren Mann. Und als der Strand sauber gemacht wurde, eine ihrer Hula-Schwestern fand dieses Herz und hat es ihr als Geschenk gegeben. Und so hat es natürlich eine ganz tolle Verbindung. Aber es geht darum, dass dieses Herz bedeutet, es ist die Erde. Es ist das Herz. Es ist die Erde und das Herz der Erde. And she said to me, Mopua, I think this is for you. And as she did that, I received it. And what it is to me is this is just a small symbol of what we all have everywhere. So this, like in that movie Interview where you see the lava, this was once lava. Mhm. And so we all have the ability to give our love to the earth. You don't have to have a symbol. Ja, so wir brauchen kein Symbol, wir brauchen nichts Physikalisches in dem Sinne. Es geht wirklich nur darum, dass wir unsere Hände auf die Erde legen oder alles, was das bedeutet. Ihre Hula-Schwester hat ihr das gegeben und sagte, guck mal, das ist für dich. Und natürlich auf der großen Insel von Hawai, das ist ein Stein, der kommt von Lava, der kommt von dem großen Vulkan. Und für Hawai, dort lebt die Göttin von dem Vulkan, Pele. Und so für mich bedeutet das auch sehr viel, dass dieser Stein dorthin kam auf den Strand und der Mopua gegeben wurde. Aber halt nicht fest an, was Physikalisches ist, sondern verbinde dich mit der Erde. And just as we lay our hands on the earth, or maybe you're a gardener and you're blessed to grow food or flowers or plants, this is the multidimensional part. Time and space. These are ways to understand our life with our small brains. So, wenn immer ihr jetzt diese Verbindung findet mit der Erde, ob das symbolisch ist oder was immer, das macht nichts. Aber hier ist, wo wir eigentlich die Multidimensionalität verstehen können. Es geht nicht um das Physikalische, es geht wirklich um die Energie und es geht um alle Dimensionen, die wir eigentlich immer erfahren dürfen. Und hinter mir ist das Bild von dir, liebe Mopua, wo du das Herz so hochhebst. Und ja, genau. Und es hat ja auch eine symbolische Bedeutung. Möchtest du dazu was sagen? So behind her is the picture where you're holding the heart above your head and you're holding it up. And Liz is interested in knowing if that has another symbolic or metaphoric meaning. Yes.
This is the shape that my body made with this stone when my friend was asking me for marketing purposes, like, how can you explain what you're here to do? Because I do breath work, I do massage, I talk to animals, I have a lot of things that I do. And I just went like this with my body, and I just said, I'm here to uplift the earth with love. This is what I'm here to do. So, Mopua ist eigentlich, das And we ist can ein all do Zeichen. it. Sorry to Ja. interrupt, but we can all do it. So, wir können das alle machen. Wenn sie das Herz so hoch hält, kam eigentlich aus, weil man sie gefragt hat in Marketing, was machst du eigentlich? Weil sie macht Atem, sie macht Massage, sie arbeitet mit Tieren und vielen anderen Dingen. Und sie sagte, ich bringe die Erde hoch. So, ich bringe das Herz hoch. Ich bringe es in die Multidimensionen. So, das ist irgendwie das Symbol und das Metaphor, was Mopua fühlt, was sie hier ist auf der Erde. Das ist ihre Mission, um die Erde, um uns alle hochzubringen. Aber sie sagt, das ist nicht nur ihre Aufgabe, sondern auch deine. And since we're all medicine people, let's do it together. You can feel it. Und Just da putting wir your alle hands this way. You don't und da even wir need, alle oh, and I like this, Marion. So start like this, because your body is earth. It has earth and unser water and Körper, air and fire. ja, unser And Körper, now, ja, keep unser going. Körper Go, ist auch Patrick. alles. Wenn du deine Hände, folge uns jetzt, nicht folgen, aber fühle mit uns. Wenn du deine Hände so And now aufs let's Gesicht lift up. machst, dass Let's lift du up the fühlst earth die with Erde, love. das Feuer, du fühlst das Wasser, alle Elemente sind in deinem Körper und jetzt bring es nach oben. Und jetzt bring es alles nach oben. Dafür sind wir And then if you da. want to, let your body wiggle and jiggle. Und lass deinen Körper sich bewegen, weil um das geht es auch, um die Bewegung. And if your hands feel empty, just know, look how lucky you are. You don't even have any weight to lift. You just lift the love. Und wenn du fühlst, da ist nichts in deinen Händen, dann macht das nichts, dann kannst du froh sein, dass du nichts Schweres hast. Du bringst nur die Liebe und das Herz in die Höhe. And I feel all of your love in this stone. Pohaku o na pu'uvai, the name of this heart. Pohaku o na pu'uvai, the stone of the love of all of our hearts. Das ist der Stein, das ist die Liebe von allen unseren Herzen. So wir alle halten die Liebe von allen unseren Herzen hier gemeinsam. Pohaku aloha o na Pohaku pu'uvai. aloha, pohaku olai ai. And so let's do it one more time with the breath of Ha. So in through the nose. So nochmal mit dem And then Atem von Ha. Ha. And I'll do 3 more. In through the nose, Drei breathe mehr. to your heart or your face. And exhale. Ha. Ha. And 2 more. Ha. Ha. And again. Hanaho. Ha. Ha. And bring the breath in. Ah. So I'm feeling all of your love in this pohaku. Sie And fühlt, the earth is feeling all of our love as we just lifted the earth's energy up to heaven. It's a way of being heaven. so Mopua fühlt alle unsere Liebe, unser Herz in diesem Herz. Und wir bringen alles dieses Herz in den Himmel, der eigentlich hier ist. And we also can do this through the water and through the air and through the light of the sun and the stars. That's fire. Yes? Ja. Und wir können das mit allen Elementen machen, durch das Wasser, durch das Feuer, das ist das Licht, das wir haben von der Sonne und von den Sternen und natürlich auch durch die Luft. And also through the air. When we chant,
Mhm. And when we play. Yes. And when we talk and when we laugh. Und wenn wir That's the sprechen und best wenn wir medicine, right? lachen. Das Lachen ist die beste Medizin. That's That's it. Even if you don't know why you're laughing. Es macht nichts, wenn du nicht weißt, warum du lachst. Lach doch einfach mal. I brought lots of things to share with you today. Ja, sie hat so viel mit uns zu teilen. Ja, bitte, liebe Mopua, red noch mal über deine Tasse. Du machst doch Dinge mit den Händen und hast sicher die Tasse auch selber gemacht. Aus Erde, aus Ton, oder? Please tell us also about your cup. Liz is very sure that you made that cup with your own hands. Oh, I have cups I have made. I do love ceramics. This was a gift to me from one of my massage clients. Mm-hmm. Das ist ein Geschenk von einem ihrer Massageklienten, hat ihr das gegeben. Es ist von Hand gemacht und es ist ein Geschenk. Aber sie macht auch ihre eigenen Ceramics. Ich weiß, ich habe schon gesehen. Ganz schöne. Mhm. I can show you something I made, though. Ja? Like to see? Show us. Sie zeigt uns jetzt was sie mit ihren Händen gemacht hat. Ein Teil von ihren Ceramics. Jetzt kommt was. Ja, jetzt kommt was. Ja. Hm. Jetzt. Aha. Aha. So I love horses. I'm a horsewoman. Aha. Sie From birth, liebt pretty much. Pferde. Sie ist eine Pferdefrau. Born in the sea, perhaps with the dolphins, which I think are the horses of the sea. I think Oh, the seahorses, ja. So, sie ist geboren im Meer mit den Delfinen und das sind auch wie die Pferde im Meer. So, das hier. So one day here on our land, I'd like to have the room for horses, and that means building a barn. And so this was my way of building a small barn while the real big barn for the horses is waiting to manifest itself. So this is my mushroom house barn. So, das ist das Pilzhaus, das eigentlich das Symbol ist für einen Ort für die Pferde. So, sie hat das jetzt schon mal in klein gebaut, dass dann später sich das Haus für die Pferde selbst manifestieren kann. Und das ist das Pilzhaus. Hat die Mopua so gemacht. Das bin ich echt Waiting for your horses. And my teacher was kind enough to teach me how I could actually use volcanic ash in the making of the creation here. So that's my little horse. So ihr Lehrer hat ihr gezeigt, wie man die vulkanische Asche verwenden kann, um das zu machen, diese Ceramics. Und hier ist das Pferd. Könnt ihr alle sehen? Hier ist das Pferd. Beautiful, absolutely. You guys beautiful. are so much fun. Thank you. Make my heart happy. Well, it's because you are so much fun. I'm glad we can play together. Ja. Ich wollte jetzt nochmal, weil wir ja auch nicht ewig Zeit haben und ich wollte unbedingt nochmal auf den Patrick auch eingehen. Okay. Wäre das in Ordnung für dich? It's about me. Mopua, she wants to talk a little bit about me. Yes. Tell us about you. Yes. Because ich wollte den Patrick fragen, er hat erstmal, was er macht und dann, dass er ja nach Europa kommt und da verschiedene Dinge macht. Und das interessiert mich jetzt. Okay. Ja, es war für mich immer schwer zu sagen, was ich eigentlich mache. Ich bin weder ein Coach noch ein Lehrer noch irgend sowas. Was für mich am meisten resoniert, ist eigentlich, ich bin eine Brücke des Herzens. So sehr verwandt, kann man sagen, mit der Mopua. Und als Brücke kann das manchmal Sprache sein. Normal nicht Deutsch, aber es kann auch Deutsch sein. Und so, ich bin viel für die Erleuchtung, dass wir einfach ganz werden, das Aufwachen,
Ich bin viel für die Ascension und für die neue Erde und Was viel. ist die Ascension? Bitte? Was ist die Ascension? Das ist die Aufsteigung, so die Veränderung, in der wir jetzt sind. Okay, ja, okay. Das ist das Ende von dem alten Zeitalter. Das hat viel zu tun, was die ganzen einheimischen Völker sagen, wie die Hawaiianer und die Lemuria. Eigentlich, du kannst sehen, dass alle Einheimischen von dieser Erde, dass die alle das Gleiche sagen. Dass wir am Ende eines großen Zeitalters sind und dass wir in ein neues Zeitalter gehen. Kannst du es ganz kurz für die Mopua erzählen? Yeah. So she's asking what I'm really doing. And I said, I never know what to say because I'm neither a therapist nor a coach nor a teacher nor anything like that. So what resonates most for me to say is I'm a bridge of the heart to ascension, to awakening, to higher consciousness so that we can become whole and that we can really become one. So that unifying idea of Hawaiian, and that we can really finish this old cycle that is finishing, and that we can go together into the new cycle, into the new beginning. So in an essence, this is what I'm doing. It doesn't really have a name, but the bridge of the heart sounds good to me, and this is what I can resonate with. And in Quechua, the bridge is called Chacaruna. I will tell them that in German in a moment. So hier in Peru, ich lebe im Dschungel. Es gibt eine Sprache, die heißt Quechua. Nicht nur in Peru, aber das ist die einheimischen Sprache. Und in Quechua, der Mann oder die Frau als eine Brücke heißt Chacaruna. So Chacaruna ist etwas, weil es die Herzensbrücke ist, was ich eigentlich sehr gerne mache. Was kommt in Europa? Wir machen sehr, sehr gerne Retreats. Also wo Leute mit uns 4 Tage verbringen, aber nicht nur 4 Tage und einfach mehr erfahren über ihr Herz. So in 4 Tagen machen wir mit Menschen Erfahrungen in der Natur, immer. Also das sind nur 4 Leute jedes Mal. Wir machen diese Retreats öfter, dass du wirklich dich selbst erfahren kannst. So, es hat viel damit zu tun, was Mopua sagt. Energetisch, Mopua und ich, wir sind sehr wie Geschwister, möchte ich sagen. Und so, die Leute haben eine Möglichkeit, in die Heilung zu gehen, die Heilung des Herzens, in die Passion, in die Leidenschaft des Herzens, aber auch natürlich in die Sprache des Herzens und auch in, wie wir Dinge manifestieren, wie auch Mopua gesagt hat. Und so, wir kommen nach Europa und machen diese Retreats in verschiedenen Gegenden, kann Ibiza sein und Sizilien. Wir sind noch ein bisschen offen, was sehr unik ist daran, wenn Leute uns haben möchten irgendwo, also wenn du irgendwo bist in Deutschland oder wo und du möchtest uns gerne haben für diesen Retreat, wir machen den in Deutsch. In Englisch heißt das Rekindle your heart fire, so das bedeutet, finde das Feuer in deinem Herzen wieder. Und das geht in 4 Tage, 4 Personen oder 2 Paare, wir arbeiten gerne auch mit Paaren. Und danach hast du 33 Tage, um diese Erfahrungen, die du für dich gesammelt hast, diese Verbindung mit deinem Herzen, mit deinem Wissen da drin, hast du die Möglichkeit, die einzubringen in dein Leben. Am Ende der 33 Tage hat jeder, der mitmacht, hat eine private Klasse, wo wir darüber sprechen und wo wir dich unterstützen in deinem Ausdruck des Herzens und des Feuers des Herzens. Und am Ende des Jahres machen wir dann ein großes Gathering online, wo alle Leute, die diesen Retreat dieses Jahr machen, den auch erfahren dürfen. So, wir sind in Europa, natürlich machen wir es auch in Peru und wenn wir genügend finden, auch gerne in Jamaika, weil Jamaika ist mein anderes Zuhause. Ja, so das ist, was wir in Europa machen möchten. Diese Retreats, dass wir zurückkommen in unser Herzensfeuer. Erzählst du das noch ganz kurz zu... Yeah, Mopua, I'm talking about my retreat, our retreat that I do together with Ceci in Europe, in Peru, and Jamaica. This year is very special. It's called Rekindle Your Heart Fire. So in 4 days, 4 people can actually experience what is their heart fire, how they can heal differently, how they can hear the voice in their heart, how they can express it, and how they can manifest from their heart. And then they go on 33 days of integration. So we give them a map to truly find how their heart fire is working, because it's all about our connection within.
And then after these 33 days, each participant actually gets a private masterclass. And at the end of the year, we do a big gathering online all together. Hmm. Und ich wollte jetzt noch sagen, ihr seid beide Sprecher auf dem Kongress hier. Sei einfach jung. Und der findet statt im Mai, ist ein Online-Kongress. Hier sieht man den Patrick, wie er spricht. Das Spielt. Ja, das Bild. Spielt, ja. Entschuldigung, spielt. Und hier sieht man die Mopua, die teilnimmt im Kongress. Und wir haben wunderbare Interviews gemacht. Patricks Interview machen wir noch. Mopuas Interview haben wir schon gemacht. Da hat der Patrick auch übersetzt. Und ihr seid alle herzlich eingeladen zu dem Kongress. Und ihr heißt, ist ganz einfach im Internet, sei minus einfach, kann man sehen, minus jung. Okay. .de. Sei einfach jung.de. So she's talking about the Congress now that we are both participating in and giving interviews. We did already yours and mine will be soon, like tomorrow. And she's just telling everybody that they can find it very easily. In English, it would be translated, Just Be Young is the name of this Congress that we are both speaking, and we have already done your interview and mine is coming, as I said. So she's very excited of sharing that, and for the people obviously enjoying this beautiful Congress, just to be young. Und da gibt es der Untertitel von dem Kongress, also der Kongress heißt Älter werden, jünger sein. Sei einfach jung ist nur die Internetadresse, aber das ist halt der Inhalt natürlich auch von dem Kongress. Aber der Kongress selber heißt Älter werden, jünger sein und 1001 Tipps. 1001 Tipps für No Aging and Longevity. Und yes. Da ist noch eine Sendung bei OKiTALK am 27. April, wo ich nochmal mehr auf den Kongress eingehe und wo ihr dann auch dazu schalten könnt. Ja, Patrick. So she's gonna have another special talk here on TV, on Quantum TV. And this Congress is also called that you get older, but you stay young. And she's very excited about that, obviously, because there's amazing people coming on. And I mean, the interview that we did together, that your interview was definitely mind-blowing for most people to see really vitality and being young in a very different way. Und wenn man dann auf die Internetseite geht, dann kann man sich einfach anmelden, also für den Kongress. Und der Kongress ist kostenlos. Natürlich kann man auch die Interviews dann kaufen, wenn man sie dauerhaft haben möchte. Aber zuerst ist der Kongress mal kostenlos. Komplett. 100%. So in general, the Congress is free of charge. But if people want to buy the videos, obviously they can do that. Wonderful. Und jetzt wollte ich noch eigentlich ein Schlusswort bitten an die Mopua, weil wir müssen dann zum Ende kommen. Ob ihr noch was einfällt, was sie uns mitgeben will, zusätzlich zu allem, was sie uns schon geschenkt hat. So first of all, she wants to thank you for all the gifts that you have given us today, Mopua, because it's just so beautiful what you have gifted us. And she's asking if there is anything else that you would like to share with the audience tonight. For them, it's tonight. Thank you. Yes. Okay, thank you. So, as I was saying before, time and space are just a way of making things simple enough for us to understand this life without blowing our circuitry. I'll let you say that, Patrick, and then I'll give my gift.
Sie hat das zuvor schon gesagt, aber sie möchte das jetzt nochmal sagen. Zeit und Platz ist eigentlich nur eine Weise für uns, dass wir das Leben verstehen können, ohne dass wir ein bisschen verrückt werden, kann man vielleicht sagen. So, jetzt gibt sie uns das Geschenk. So what I'm about to share doesn't take hardly any time at all. And it's not limited by distance or space. Was sie uns jetzt schenkt, braucht keine Zeit und das ist nicht getrennt von wo wir sind oder wer wir sind. And if it resonates for you, you can do it too. Und wenn du das in dir fühlst, wenn das resoniert, wenn das stimmig ist, dann kannst du das auch machen. So what I'm creating right now is a mermaid bubble. So in your mind, if you can envision a bubble. So kreiere um dich herum wie eine Blase, eine große Blase, eine Meerjungfraublase. Kreiere um dich herum eine Meerjungfraublase. And in this Mopua mermaid bubble that I'm creating are unlimited blessings for you, the very specific person. You know who you are. It's coming to you. Und in diesem Mopua Mermaid Bubble, Blase, das sind jetzt ganz viele Blessings, now I lost the word, ganz viele Segnungen für dich, der du bist, die Segnungen direkt zu dir. So right now, it's going and it's up over my head. Es kommt über ihren Kopf. And I put my life breath, my ha, in it. Und ihr Lebensatmen geht in it. Und sie schickt es zu dir raus. Now it's over your head. Und jetzt ist das über deinem Kopf. Full of all the blessings, all the knowledge, everything that could possibly help you in this moment for the rest of your life. Alle Weisheit, alle Erfahrungen, die dir helfen können in diesem Moment und immer. And if you feel ready, when you feel ready to receive all those blessings, you just go, boop, you pop the bubble, it's all gonna come. Und wenn du bereit bist, wenn du wirklich willst, dann klick einfach und nimm es an. Ja. Empfange. We're always at choice. So it's okay if you're not ready yet. You just, anytime you want, it lasts forever. There's no expiration date. So, was du jetzt hier hast, diese Mermaid Mopua Blase, die existiert immer, die geht nie weg. Macht nichts, ob du jetzt Zeit hast oder ob du jetzt Lust hast oder ob du das jetzt fühlst. Wann immer du so weit bist, wann immer du bereit bist, hol dir es einfach. And if you want more, tomorrow or next year or 10 years from now or yesterday even, it's multidimensional. So you can always... Es ist multidimensional. Du brauchst es nur anklicken und es kommt über dich. Gestern, vorgestern, heute, morgen, in 10 Jahren. Diese ganzen Segnungen von Mermaid Mopua sind bei dir. Und du musst es nur anklicken, wenn du möchtest, wenn du bereit bist. And most importantly, remember, you can do this too. So I give you my blessing, you can give your blessing anywhere you like to send it. Und genauso wie jetzt Mopua dir diese Segnung gegeben hat, du kannst das jedem geben. Weil wir sind alle Medizinleute. Wir können das allen geben. Deine Segnungen können zu allen gehen. Aber wenn du was möchtest von der Mopua, dann nimm dir das einfach, wenn du bereit bist. Mahalo. Ich danke für dieses wunderbare Geschenk. Mahalo, Mahalo. Ich danke für dieses wunderbare Geschenk, liebe Mopua, lieber Patrick, für deine wunderbare Übersetzung. Und ich danke auch dem Klaus, dass er uns hier hat streamen lassen
und uns hat eingeladen, diese wunderbare Sendung zu machen und dass wir noch viele Sendungen bei Klaus streamen dürfen. Ich danke von ganzem Herzen und ich denke, wir sind am Ende und wir sehen uns auf dem Kongress vielleicht. Genau. Mahalo, mahalo. Mahalo für euch alle. Mahalo. Wir freuen uns so sehr, dass ihr da seid und vielleicht oder bestimmt können wir uns sehen auf dem Kongress mit Liz und mit Mopua, mit mir und mit vielen anderen. Radio OKiTALK.